herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 7. und auch letzte Episode unseres Abenteuers Protos und Bellerophon aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ja, schauen wir mal, was wir in dieser finalen Episode für Ziele haben. Eine Tragödie hat sich ereignet. Voll Hoffnung sahen alle, wie Bellerophon als Geste der Versöhnung Steneböa zu einem Ritt auf Pegasus einlud. Als das Paar sich in die Lüfte schwang, bäumte sich Pegasus plötzlich auf und die wunderschöne Steneböa stürzte in den sicheren Tod. Seit Bellerophon Pegasus das goldene Zaumzeug anlegte, war das Pferd lammfromm gewesen. Könnte Bellerophon Pegasus veranlasst haben, sich aufzubäumen? Oder war es wirklich nur ein bedauerlicher Unglücksfall, wie Bellerophon behauptet? Vielleicht erwächst aus Kummer und Traurigkeit ja doch noch etwas Gutes. Melampus hat endlich das Heilmittel für deine wahnsinnigen Enkelinnen preisgegeben. Du musst ein Heiligtum für Apoll bauen, den Gott der Heilung. Gewiss wird sich Apoll deiner Enkelinnen erbarmen und sie von ihrer Krankheit erlösen. Derweil hatte der säbelrasselnde Bellerophon die Stirn, dir vorzuwerfen, du wolltest ihn töten. Er sagte, nun sei ihm alles klar. Chimera, Echidna, der Hinterhalt deiner eigenen Soldaten. Er behauptet, die Liste nehme gar kein Ende mehr. Er hat gedroht, dir das Leben zur Hölle zu machen, sobald er seinen Platz auf dem Olymp eingenommen hat, wenn du ihm nicht ein neues Haus baust. Seinen Platz auf dem Olymp eingenommen? Vielleicht hat Bellerophons Gehirn bei seinen Ausflügen mit Pegasus in großer Höhe nicht ausreichend Sauerstoff bekommen, denn er hört sich an, als wäre er nicht bei Verstand. Es wäre vergebens und möglicherweise tödlich, einem gefährlichen Verrückten nicht seinen Willen zu lassen. Vielleicht beruhigt er sich, wenn ihm eine neue Halle erbaut wird. Die 7. und auch letzte Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Das Glücksrad dreht sich. Allerdings ist ein großes Unglück passiert. Unsere Tochter Steneböa kam bei einem Austritt auf dem Pegasus mit Bellerophon zu Tode. Ob es nur ein Unfall war oder ob es ein heimtückischer Hinterhalt war von Bellerophon, das wissen wir nicht. Bellerophon auf jeden Fall beschuldigt uns, dass wir nach seinem Leben trachten. Ja, und er wird uns das Leben zur Hölle machen, wenn er auf dem Olymp angekommen ist. Das scheint ja doch noch eine interessante Episode zu werden. Was sind unsere Ziele? Wir müssen das Heiligtum des Apolls errichten, um unsere Enkelkinder, die vom Wahnsinn befallen sind, durch Dionysos geheilt werden. Wir müssen allerdings auch einen Quest erfüllen. Ja, schauen wir mal, dass wir diese Ziele erreichen und wir kehren das letzte Mal zu unserer Stadt Lykia. Auch hier gehen wir nochmal in den Pausenmodus und verschaffen uns ebenfalls letztmalig einen Überblick über unsere Stadt. Hier sind unsere ersten beiden Wohngebiete der Arbeiter voll entwickelt mit dem Heiligtum des Hermes, dem Stadtpalast und auch unserem Stadion. In der letzten Episode haben wir die nächsten 2 Wohngebiete hier aufgebaut und auch schon komplett parzelliert und zum Teil entwickelt, haben hier ein Versorgungszentrum und im weiteren Verlauf hier noch weitere Weizenfarmen errichtet. Hier auf diesem fruchtbaren Land kultivieren wir unsere Oliven sowie Weizen und produzieren Olivenöl, Holz und Skulpturen. Natürlich haben wir auch in Lykia ein großes Wohngebiet der gehobenen Wohnungen und im Anschluss hier das Heiligtum der Hera. Hier an dieser Bucht haben wir unsere Piere der Handelspartner sowie unsere Triremhäfen. Ja, und hier auf der entgegengesetzten Seite der Stadt haben wir auf unserem fruchtbaren Gebiet unsere Reben und Schafe. Hier produzieren wir auch unseren Wein und natürlich Wolle. Die Bauoptionen gehe ich jetzt nicht mehr durch, die haben sich nicht mehr geändert. Nur noch einen kurzen Blick hier auf die Mythologie. Hier haben wir jetzt das Orakel des Apolls, welches wir errichten müssen. Ja, und nochmal letztmalig einen Blick auf die Weltkarte. Ja, Lykia ist hier an der östlichen Mittelmeerküste. Unser nächster Handelspartner ist Solimi als unser Vasall. Kauft Holz und verkauft uns Bronze. Wir kriegen 8 Bronzebarren jährlich als Tribut. Ist verbittert? Naja. Kriegt er ein mittleres Geschenk Holz.
Antissa ist unser Verbündeter, kauft Holz, Oliven und Olivenöl und verkauft uns Bronze. Themiskria ist unser Vasall, wir kriegen 16 Rinderhälften jährlich als Tribut, kauft Marmor und verkauft uns Fleisch. Ist ebenfalls verbittert, kriegt Geld, großes Geschenk Geld. Midea ist unser Vasall, wir kriegen 6 Krüge Olivenöl jährlich als Tribut, kauft bei uns Fleisch, verkauft uns Olivenöl. Tyrns ist unser Vasall, wir kriegen 8 Stränge Wolle jährlich als Tribut, kauft bei uns Rüstung, verkauft uns Fisch, Trauben und Wolle. Hereum ist unser Vasall, wir kriegen 12 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft Fisch und Wein und verkauft uns Marmor. Ja, dann haben wir noch unsere Rivalen. Argos produziert Fisch und Orangen, Korinth produziert Weizen und Wein. Ja, wir haben noch einen unentdeckten Ort, nämlich den Berg Olympus. Auf Kreta haben wir die Ruinen der Stadt Dikte sowie Itanus und Anafe. Beides waren unsere Verbündeten, wurden aber von der Chimäre zerstört. Gut, wir können den Pausenmodus aufheben. Ja, als erstes würde ich natürlich unser Heiligtum für Apoll bauen. Dafür kaufen wir jetzt bei Hereum natürlich Marmor ein und verkaufen ihn nicht mehr. Ja, in der letzten Episode hat die Echidna hier diese Agora zerstört. Dieses Wohngebiet hat sich komplett zurückentwickelt. Gott sei Dank haben wir alle Waren im Überfluss. Und jetzt sehen wir, wie die ganzen neuen Bürger wieder hier einziehen. Ich würde jetzt das Gewerbe für Skulpturen wieder anschalten, damit wir unsere Skulpturen haben. Ja, das wird sich aber gleich ändern. Ja, und mein Ziel ist natürlich am Ende dieser Episode, diese beiden Wohngebiete auch noch voll zu entwickeln. Ich möchte nämlich gerne mindestens 10.000 Einwohner in unserer Stadt Lykia zum Schluss haben. Ja, Solimi dankt für das Holz, bitte gerne. Und auch Themiskria dankt für das Geld. Ja, ich würde jetzt hier dieses Wohngebiet schon mal weiterentwickeln. Hier wird jetzt noch Zugang zur Kultur gefordert. Da können wir jetzt das Gymnasium errichten. Das können wir eigentlich hier auch schon errichten, aber die brauchen Wolle. Da warten wir noch ein bisschen mit. Ja, und wir sehen, wir haben keinen Wein mehr hier in diesem Warenlager. Wir sollten die Weinproduktion tatsächlich noch ein bisschen steigern. Wir können ja Wein jetzt verkaufen. Nochmal 2 Landarbeiterlager und dann bauen wir hier nochmal unsere Reben an. So, schön gemischt mit unseren Schafen hier. Und dann können wir noch mal 2 Kältereien bauen. Ja, und es ist schon wieder Jahresanfang. Wir können unsere Tribute annehmen, sofern wir sie annehmen können. Ja, und dann bauen wir noch hier entsprechend die Kältereien auf. Bauen wir mal 3 noch auf. Ja, das müsste eigentlich reichen. So, hier haben wir schon jede Menge Marmor eingekauft und auch als Tribut bekommen. Was brauchen wir denn für das Heiligtum von Apoll? 20. Oh, die müssten wir aber eigentlich haben, oder? Ja, die haben wir. Wunderbar. Das Heiligtum des Apolls würde ich gerne hier errichten. Hier haben wir ja noch jede Menge Platz. Das passt doch bestimmt ganz gut hier hin, oder? Na, mal drehen. Ja, das passt doch ganz gut noch hier hin. So. Oh, sogar noch richtig rum. Das ist doch gut. So, dann führen wir den Weg hier so weiter.
So, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Dann baue ich jetzt hier 2 Architekten auf und dann bauen wir hier auch direkt 2 Kunsthandwerkergilden. So, die Sperren hier können weg. Die kommen dafür jetzt hier hin. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und hier haben wir sogar noch Platz für die Heldenhalle des Bellerophon. In der letzten Episode werden wir ihn nicht mehr in unser Gewerbeproduktionsgebiet verbannen, sondern hier schön am Heiligtum von Apoll. Gut, hier kann jetzt gebaut werden. Was brauchen wir? 76 Marmorplatten, 16 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Ja, und ihr seht, wir haben immer mehr Arbeitslose. Das Wohngebiet hat sich hier sehr gut entwickelt. Wir haben 2 Denkmäler, die sollten wir jetzt hier auch schon platzieren, damit sich diese Wohngebiete auch maximal sich entwickeln. So, hier natürlich dann auch. Ja, dieser Triremhafen ist zerstört worden durch Echidna. Den möchte ich natürlich wieder aufbauen. So. Ja, ich finde, alles läuft auch richtig gut. Wir können hier in dem 4. Wohngebiet jetzt auch schon den Wollhändler platzieren. Nahrungsmittel haben wir genug erstmal. Ja, und wir können ja jetzt auch Olivenöl bei Antissa verkaufen. Das ist jede Menge, die hier entsprechend verkauft werden kann. Das stellen wir mal ein und dann bauen wir direkt auch nochmal 3 Olivenpressen. Wir sollten hier auch nochmal einen Architekten bauen, aber bitte mit Straßenanschluss. Ja, schaut euch an, was da an Menschenströmen in unsere Stadt einwandern. Also letztendlich können wir jetzt hier tatsächlich ein Wohngebiet nach dem anderen entwickeln lassen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Da werden wir jetzt überall in den Produktionsstätten noch ein bisschen was entsprechend errichten. Ja, und ich hoffe mal, dass wir damit die 10.000 Einwohner-Marke knacken. Ja, an unserer Trireme wird schon kräftig gebaut. So, wir haben jede Menge Kunsthandwerker hier an unserem Heiligtum. Das liegt daran, dass ich hier auch noch jede Menge Kunsthandwerkergilden gebaut habe. Das ist ja so unser Puffer, wenn wir zu viele Arbeitslose haben. Denn so eine Kunsthandwerkergilde braucht 25 Arbeitskräfte. Damit kann man die Arbeitslosenquote ganz schnell auch runterkriegen. Wir sollten jetzt nur aufpassen, dass wir uns nicht mit unserem Olivenöl hier verkaufen. Aber hier haben wir noch genug im Warenlager. Wie sieht es mit der Wolle aus? Ja, und Wolle haben wir hier auch noch entsprechend genug. Warenlager ist auch voll. Ja, das sollte eigentlich kein Problem für uns sein. Ja, und ihr seht hier bei den Weintrauben, die sind hier schon alle reif. Hier ist noch gar nichts passiert. Es kann sein, dass wir tatsächlich zu wenig Landarbeiterlager haben. Das können wir aber auch noch mal ändern. Baue ich hier noch mal 2 Stück. So, und dann bauen wir auch noch eine Wollsammelstelle. Wir müssen jetzt wirklich hier sukzessiv immer wieder Arbeitsplätze schaffen. Sowieso sollten wir nach unseren Schafen gucken, mit unseren Heiligtümern. Oh, 10% Arbeitslosigkeit, 11 jetzt mittlerweile, das ist echt viel. Ja, komm, wir bauen hier noch eine Schauspielschule auf und eine Philosophenschule.
Davon kann man nicht genug haben, gerade wenn man jetzt diese Stadt hier weiter ausbaut. So, und hier würde ich es tatsächlich das so bauen, dass wir hier noch Weizenfarmen bauen. Und ich würde jetzt einfach hier auch noch mal Viehhöfe bauen. So. Weil Fleisch können wir ja auch noch ganz gut verkaufen. Ja komm, dann bauen wir auch direkt die Weizenfarmen noch auf. Dann passiert nämlich genau das, was ich nicht wollte. Gehen wir da weg, genau. So. So, und hier können wir nämlich wieder bei Midea das Fleisch verkaufen. Viel ist es nicht, was wir hier verkaufen können, aber warum nicht? Ja, und ihr seht, und immer mehr Menschen wandern in unsere Stadt ein. Ja, schon wieder 7% Arbeitslosenquote. Was wir natürlich auch noch machen können, wir können unsere Stadt natürlich befestigen und Türme noch bauen, die wir dann bemannen. Wir könnten hier ein Stadttor bauen. Ja. Dann führen wir die Mauer hier entlang. Genau so. So, und hier können wir die Mauer auch weiterführen. So. Und dann gehen wir hier drauf. Genau. Das Stückchen Wald müssen wir wegnehmen. Ja, auf unserer Baustelle geht es nicht weiter. Da fehlt der Marmor, aber wir haben gleich Jahresanfang, dann kriegen wir wieder unsere Tribute. Hier bauen wir auch Stadttore auf. So, dann gehen wir hier so. Ja, dann können wir noch ein bisschen verschönern. So, Jahresanfang, da ist unser ersehnter Marmor, Wolle, Olivenöl und das Fleisch sowie die Bronze. So, diesen Bereich haben wir jetzt auch schon eingefriedet. Ah ja, da kommt auch schon wieder Marmor für unser Heiligtum. Sehr gut. So, hier ist ja der andere Weg von der Karte. Da können wir jetzt hier auch, nein, da bestimmt nicht, sondern hier das Stadttor errichten. So, und dann gehen wir mit der Mauer so. Ja, das ist gut. So, und hier können wir einfach die Mauer so weiterziehen.
Gut, ist auch geschlossen. So, und jetzt können wir an den Stadttoren auf jeden Fall die Türme bauen. So, ja. Können wir noch verschönern. So, und dann müssen wir natürlich auch die Türme bemannen, ne? Ach so, ja. Ich muss die natürlich auch mit der Stadt verbinden, sonst wird das nichts hier. So, da kommt ein Weg. Ja. Jetzt müsste es klappen, oder? Besetzen. Ja, so wird das nichts hier, wie ich das gebaut habe. So wird da was raus, ne? Ja, ich wundere mich schon, warum meine Türme nicht besetzt werden hier. So, jetzt aber, oder? Jawohl, jetzt haben wir es geschafft. So, und hier können wir natürlich auch jetzt unsere Türme bauen. Und natürlich hier auch. So, dann können wir direkt hier auch noch Verschönerungen machen. Sehr schön. So, und hier das Stadttor, das ist das einzige, was noch keine Türme hat, bekommt aber jetzt auch entsprechend seine Türme. Können wir die überhaupt anschließen? Das ist die große Frage. Grüße, liebliches Wesen. Ich habe einen sehr wichtigen Quest zu vergeben. Oh ja, wir kriegen den Quest der Hera verkündet, nämlich die Reise zum Olymp. Grüße, liebliches Wesen, ich habe einen sehr wichtigen Quest zu vergeben. Ich, Hera, muss Bellerophon umgehend hier im Olymp sehen. Ich bin sicher, dass der Held ein passendes Transportmittel finden wird, um her zu reisen. Ich verspreche auch, dem Helden kein Haar zu krümmen. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da entsprechend Bellerophon widerfahren wird. Gut, wir können die Halle des Bellerophon das letzte Mal in unserer Stadt errichten. Bevor wir das machen, müssen wir noch diesen Turm hier entsprechend anschließen. Kriegen wir aber hin. Wunderbar. So, Arbeitsmarkt. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, wie ich schon gesagt habe, hier bauen wir jetzt die Heldenhalle des Bellerophon auf. Da passt sie nämlich genau hin. Wunderbar. Dann machen wir hier noch die Straße so. So, und hier können noch Verschönerungen hin. Ach, wunderbar. So. Wir brauchen nur noch die Bronzebarren für unseren Helden. Die werde ich jetzt mal entsprechend hamstern. So, und wir werden natürlich direkt bei Solimi mal nach Bronze fragen. Noch direkt verbittert, meine Güte. Komm, großes Geschenk Holz. So, und Antissa
Kann uns auch nochmal Bronze geben. Dann bekommst du auch direkt nochmal Oliven. Tja, ich glaube, ich baue hier auch noch eine kleine Holzproduktion auf. Das könnten wir eigentlich machen. Dann führen wir den Weg mal so hier durch. So, ja, anschließen müssen wir hier eigentlich nichts mehr. Das kann weg. So, dann nochmal ein paar Sägewerke hier. Architekten. Und dann bauen wir auch nochmal ein Warenlager auf für das Holz. Ja, eine Sperre sollten wir hier aber definitiv auch bauen. So, starten wir die Entwicklung weiter. Auf jeden Fall hier in dem Wohngebiet, in dem wir das Theater... Oh, Argos fordert Nahrung, 21 Kisten und Hermes hilft uns. Das ist ja schön, wobei Argos eigentlich unser Rivale ist, ne? Egal. So, Solimi, Dank für das Holz und Antissa gewährt uns nochmal 6 Bronzebarren. Sehr schön. Hier kommt das Theater jetzt hin. Und die letzten Verschönerungen. Und natürlich der Ölhändler. Man kann sich dieses Wohngebiet komplett entwickeln. Allerdings würde ich hier nochmal Alleen bauen. So, wie viele Skulpturen haben wir denn? Hier haben wir 2, 3. Oh Gott, und hier haben wir auch jede Menge. Okay, wir werden das Gewerbe für Skulpturen jetzt wieder ausschalten. Wir haben mehr als genug Skulpturen. So, und Solimi gewährt uns auch nochmal 6 Bronzebarren. Ja, und dann geht die Entwicklung jetzt hier in diesem Wohngebiet weiter. Ihr seht, wie schön sich hier die Wohngebäude maximal entwickeln. Jede Menge Bürger, die dann in unsere Stadt einwandern. Wir haben mittlerweile schon 8400 Einwohner in Lykia. So, das ändere ich auch nochmal um. Ich baue hier jetzt noch eine Schauspielschule auf. Wenn jetzt die anderen 2 Wohngebiete sich weiterentwickeln, ja, Antissa, das haben wir gerne gemacht, dann müssen wir hier unten bei den gehobenen Wohnungen eine bessere Versorgung von Philosophen und auch Schauspieler gewährleisten. Die Philosophenschule baue ich dann noch hier hin. So, mittlerweile ist das Tempelgebäude auch schon fertiggestellt. Ja, Wein und Wolle produzieren wir wirklich mehr als genug. Oh, schaut euch hier diese Karawane an neuen Bürgern an, die jetzt einwandern. Olivenölproduktion ist gut. Ja, hier haben wir auch mehr als genug Olivenöl in dem Warenlager. Das passt wunderbar. Ja, wir haben November. Ich denke, wir brauchen jetzt keinen Marmor mehr einzukaufen. Unser Heiligtum ist bald fertiggestellt. So, wir bauen hier nochmal Weizenfarmen auf, obwohl wir sie gar nicht mehr brauchen. Ja, so können wir das machen. So, ja komm, wir haben genug Oliven. Nochmal hier Oliven pressen. Dann haben wir aber auch jetzt wirklich genug. Dann baue ich tatsächlich noch ein Landarbeiterlager hier auf und nochmal Oliven. Argos schätzt uns mehr, das ist ja wunderbar. So, Jahresanfang, wir nehmen wieder die Tribute entgegen. Ja, ich sehe gerade, wir brauchen noch 12 Marmorplatten. Oh, da kommt ja jede Menge Marmor.
So, Skulpturen kommen jetzt auch noch. Ja, 4 Marmorplatten brauchen wir noch. 8 Ladungen Holz, ja, und die 2 Skulpturen hier. Da haben wir noch eine Skulptur hier im Warenlager. Und auch noch hier 2. Oh, ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Das ist schön. Na komm, das setzen wir doch hier hin, oder? So, wir kriegen die Mitteilung, dass wir würdig sind, unseren Helden zu empfangen. So, dann tun wir das doch auch. Wunderbar. Dann können wir auch direkt die Bronze wieder freigeben. Ja, bevor wir jetzt Bellerophon noch auf den Quest schicken, möchte ich noch gerne meine 10.000 Einwohner in Lykia haben. Auch wenn wir 13% Arbeitslosenquote haben, entwickeln wir jetzt hier. Lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Oh, Antissa braucht Holz, 11 Holzbretter und wieder hilft uns Hermes. Wunderbar. So, wir entwickeln jetzt das letzte Wohngebiet der Arbeiter. Theater. Verschönerungen und den Ölhändler. Ja, und mittlerweile sind die großen Statuen des Apolls errichtet worden. Es fehlen jetzt nur noch unsere 4 Marmorplatten für den Altar. Nahrungsmittel reicht. Oh, ein Gebäude ist eingestürzt, eine Schauspielschule. Warum das? Ich glaube wegen fehlender Sperren. Wir sollten einmal ganz kurz kontrollieren hier. Gefahren. Ja. Okay, die gehen jetzt da alle entlang. Das ist zu wenig. Dann würde ich jetzt hier die Sperren setzen. Weil das stürzt uns auch als nächstes ein. Die Sperren sind auch verkehrt, die ich hier gebaut habe. Die würde ich jetzt mal wegnehmen. Ah, jetzt klappt es. Okay. Der große Bellerophon steht zu Diensten. Ja, wunderbar. Unser Held ist da. Oh, guckt euch an. Unser Weinvorrat ist ganz schön geschrumpft. Hängt aber damit zusammen, dass wir ja für unseren Held den Wein brauchten. So, hier können wir auch noch mal eben eine Allee bauen, damit sich hier auch diese Wohngebäude maximal entwickeln. So, und unser Heiligtum ist fertig. Wunderbar. 10% Arbeitslose. Ich würde jetzt hier auch nochmal Kunsthandwerker-Gilden bauen. Ja, und Antissa schätzt uns mehr. Wunderbar. So, wir können den Marmor wieder verkaufen. Und wir verschenken mal eben die Skulpturen. Die sind alle treu, angetan. Naja, komm. Antissa, komm, du kriegst Skulpturen. Dann sind die auch weg. Ja, Oliven haben wir hier auch mehr als genug. Da brauchen wir nichts mehr zu machen. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen, wo man tatsächlich nur noch Kunsthandwerker-Gilden baut. Weil alles andere haben wir in Hülle und Fülle. Ja, und dann würde ich sagen, komm hier, eine ganze Reihe Kunsthandwerker-Gilden. Ja, und da seht ihr, wie die Arbeitslosenquote runtergeht. Das hilft wirklich. Ja, und schaut euch an, dieses Wohngebiet ist auch komplett entwickelt. Ja, und wir haben die 9000 Einwohnermarke schon überschritten. Jetzt bin ich gespannt, ob es reicht. Wir verschönern noch ein bisschen unsere Stadt Lykia zum Abschluss.
Ja, haben wir noch was Schönes, was wir hier hinsetzen können? Einen Fischteich. Ja, immer noch wandern jede Menge neue Bürger in unsere Stadt ein. Da werden wir wahrscheinlich noch mal ein paar Kunsthandwerkergilden bauen. Wir können auch noch mal vielleicht 2 Olivenpressen bauen, aber dann ist auch damit Feierabend. Ja, wir haben mehr als genug Oliven, auch jede Menge Weizen haben wir noch hier. Ja, wir haben ja auch noch ein Gebiet, wo wir Landwirtschaft und Viehzucht betreiben können. Also man kann die Stadt noch weiter ausbauen. Es gibt ja noch genügend Flächen. Also hier haben wir ja noch Flächen, die wir bebauen könnten. Ja, und nach hier hin, schaut euch das an. Das ist ja auch noch eine riesige Fläche. Hier auch noch mal fruchtbares Gebiet. Also ich denke mir mal, da könnte man noch mehr als 10.000 Einwohner generieren. Aber wir wollen ja auch jetzt mal zum Abschluss dieses Abenteuers kommen und mein letztes Ziel, außer den Quest der Hera zu erfüllen, ist es, 10.000 Einwohner in Lykia zu haben. Ja, da wandern sie ein, jede Menge neue Bürger. Ja, wenn wir wollten, könnten wir noch den Rivalen Korinth angreifen und wahrscheinlich auch dann besiegen, aber er produziert Weizen und Wein, für uns uninteressant. Tja, und Argos ist ja die Stadt von Akrisios, dem Bruder von Protos. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt erobern. Ist für uns auch nicht unbedingt interessant. Also militärisch brauchen wir jetzt hier gar nichts mehr zu machen. Ja, und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben die 10.000 Einwohnermarke in Lykia geknackt. Wunderbar. Ja, und Jahresanfang, wir nehmen das letzte Mal unsere Tribute entgegen. Ja, und hier stürzt irgendwie immer unsere Philosophenschule und abwechselnd unsere Schauspielschule ein. Da habe ich jetzt echt noch ein Problem mit dem Architekten, aber das sollte mir jetzt eigentlich egal sein. Ja, bevor wir Bellerophon auf den Quest schicken, schauen wir uns unsere Stadt Lykia nochmal in Ruhe an, sollten aber eben nochmal vorher nochmal ein paar Kunsthandwerkergilden hier bauen. Ja, ich glaube, da können noch ein paar gebaut werden. Ja, wie gesagt, hier begann unsere Entwicklung mit diesem Wohngebiet. Wir haben dann hier den Stadtpalast errichtet. Im späteren Verlauf hier das Heiligtum des Hermes und auch das zweite Wohngebiet. Wir mussten ganz zu Anfang auch schon ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Das haben wir hier dann kräftig weiterentwickelt und haben später hier das Heiligtum der Hera errichtet. Die Besonderheit an dieser Karte war ja, dass wir nur in diesen Buchten maritime Gebäude errichten konnten. Hier haben wir unsere Piere und auch unsere Triremhäfen. Hier produzieren wir unsere Rüstungen und auch jetzt hier Holz. Hier haben wir unser großes Produktionsgebiet, wo wir Oliven und Weizen anbauen, wo wir Olivenöl produzieren, Holz und auch Skulpturen.
Auf der gegenüberliegenden Seite produzieren wir Trauben, Wein und Wolle. Ganz zum Schluss haben wir noch hier diese beiden Wohngebiete entwickelt. Hier an unserem Stadion haben hier natürlich auch das Versorgungszentrum dieser 2 Wohngebiete. Ja, ganz zum Schluss haben wir hier noch das Heiligtum für Apoll gebaut. Ja, und hinter dem Heiligtum haben wir hier nochmal unsere Weizenfarmen und unsere Viehhöfe. Es ist an der Zeit, Bellerophon auf den Quest zu schicken, nämlich die Reise zum Olymp. Schicken wir los und haben damit diese Episode und somit auch dieses Abenteuer erfolgreich abgeschlossen. Das Glücksrad hat sich endlich gedreht. Wer oben war, ist jetzt unten und wer unten war, ist jetzt oben. Endlich bringt Protus einmal gute Neuigkeiten. Melampus' Vorschlag, ein Heiligtum für Apoll zu errichten, erwies sich als fruchtbar. Deine Enkelinnen sind wieder Herrinnen ihrer Sinne. Deine schönste Enkelin hat Melampus geheiratet, wie versprochen. Und Protus hat Melampus als Hochzeitsgeschenk 1/3 seines Reiches überlassen. Auch Bellerophons Glück hat sich gewendet. Der dreiste Kerl glaubte allen Ernstes, er gehöre zu den Göttern auf dem Olymp und wog sich in der Überzeugung, er habe Heras Unterstützung. Wie konnte er ahnen, dass Hera seiner Kapriolen reichlich überdrüssig war und wusste, dass Zeus einen jeden Sterblichen bestrafen würde, der sich der Heimstatt der Götter nähert? So sicher, wie Helios Tag für Tag den Sonnenwagen über den Himmel lenkt, stutzte Zeus Bellerophon umgehend zurecht. Der mächtige Gott schickte eine Viehbremse, die Pegasus in die Kehrseite stach. Pegasus scheute und warf Bellerophon ab. Bellerophon stürzte auf die Erde hinunter, doch den Tod fand er dabei wie gehabt nicht. Nun zieht Bellerophon verbittert und allein durch Griechenland. Dank der Götter hat er Lykia endgültig den Rücken gekehrt. Ja, erfolgreich haben wir dieses Abenteuer abgeschlossen. Ja, und Bellerophon, der hochnäsige Held, der meinte, er müsse einen Platz auf dem Olymp bekommen, ist von Zeus entsprechend zurechtgestutzt worden. Ja, hören wir nochmal, was man uns zum Schluss zu sagen hat. Es ist geraume Zeit vergangen, seit du schlechte Neuigkeiten oder seltsame Forderungen von Protus erhalten hast. Tatsächlich hat er einen trügerischen Frieden mit Acrisius geschlossen und Melampus herrscht bewundernswert über seinen Teil des Königreichs. Nachdem Ruhe und Frieden in der Welt herrschen, kannst du dich ganz auf Lykia konzentrieren, das zu einer stolzen Stadt herangewachsen ist. Obschon Bellerophon nicht wenig Ärger verursachte, hat er doch geholfen, das Land von Chimera zu befreien, was sicher mit dazu beitrug, dass Lykia die Stadt werden konnte, die wir heute kennen. Und Bellerophon? Letzten Meldungen zufolge zieht er immer noch durch Griechenland. Doch alle, die ihm begegnen, wenden sich von ihm ab. Manche berichten, dass er Pegasus wieder einfangen will. Aber er wird ganz sicher keinen finden, Sterblicher oder Gott, der ihm hilft, des Tieres habhaft zu werden. Lykias Ärger mit Bellerophon gehört endgültig der Vergangenheit an. Ja, in Lykia scheint alles jetzt zum Rechten zu stehen. Ja, und unser armer und auch trauriger Held Bellerophon zieht verbittert durch Griechenland. Ja, ein sehr schönes, nicht unbedingt schweres Abenteuer haben wir hier abgeschlossen. Eine richtige Herausforderung werden wir beim letzten Abenteuer dieses Add-on haben, nämlich bei dem Abenteuer Zusammenprall der Welten. Atlantiden gegen Griechen heißt es dann. Da bin ich sehr gespannt, was uns da entsprechend erwartet und wie wir gefordert werden. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir dieses letzte Abenteuer starten. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.